Ik verheim me die hier vandaag waar te zijn. Du hast die angestrengt. Komen en zijn hier met wat? Die wijnen je vriend, je wijnen je lied op zondagsmorgens. En mocht het ook in wat dieper zijn als plus dat je waande, joh. Zondagsmorgens hebben we een wenig arbeid. Geen wirt wat ons heeft really arbeid opgegeven, zo wie voor de tjoeg. Nee, ik weet dat we willen dat dieper nemen als dat. We willen komen en doen hier God zijn woord horen wat God van ons wil. Omdat we kunnen verarmd door zijn, door wat hij van ons wil. We hebben wertvolle lieder gezongen. De laatste lied. In dunkelsten talen vliegt mijn angst. Denn Jezus is nah. Für die ihm trauen und mit ihm gehen, ist immer da. Wertvolle verspreching wat we hebben uit Gottes woord. Mij schijnt het nun fertig te zijn. Zo staat hier doel te zaten. En je lote Gottes woord hier. Beden. God aanbeden met zingen. In zijn woord hier. We hebben een werk gehad van verschiedenheid. Een en de andere, geloof ik, is wat te denken, dat veel verschiedenheid was. Je die drukke werk in de school. Waar die leraars wertvolle tijden hebben voor met dem dat het schoolcomité zich aangestrengt heeft wat te plannen voor de leraars. Het is zeer raar, zeer schijn dat je een werk te hebben waar ze kunnen gebut worden. En die schulkinderen die zijn waren opgericht, dat waren schuld ontvangt, joh, met weg. Joh, is een stoffel, leider Prediger Albert Plaat, van jaren terug, tjaan warm, is mijn schulleraar nog geweest. En dan denk ik ook nog terug aan zo'n titel staat, wat heb ik als schuljong dan bewezen aan. En wat heb ik mij geleerd uit dit. Zo, nu zitten we hier en we willen hier wat uit Gottes woord. En wat hebben we uit Gottes woord? Vandaag is dit. En dem dat ik rijdt deed en ik had wat we willen vandaag is uit het weer geloven. Uit dat boekje waar we ons een thema hebben, Ehestand. En wat komt dan daartoe? Wat maakt een rij daarvoor? We worden niet voets naar dat boek gaan, maar we komen doorheen. En ik wil Psalm 63 van vers 2 tot 7 lezen. En wanneer we am Schwung komen met denken, oder vielleicht even zorgen, een werk, aanvangswerk, wie Akers lied, wie heute doch een stuk aan Akerie dacht, en dat wird eigenlijk nog niet gereden, niet nu gereden, dat wird bloß noch nicht, fällt sich noch nicht zuverlässig, nur vor Akre, ein Jahr, en een andere hier en daar deed we. Maar irgendwo, glaube ich, kommen wir al best met die Frage im Schwung, wo we nu al waren zo lot reden. Wat wil God krijgen met dit? Dat je zo onze plannen anders maakt als we gepland hadden. En wat hebben we dan? Wat denken we dan dat we niet aanvangen te zorgen of te grunzen? Hebben we irgendwas te betrachten wat ons leven heeft? Wanneer we grunzen of ontevreden zijn, dat brengt dood. Dat brengt je bij dem dat je hebt besroofd. Dat is niet een ding wat ons leven geven deed. Zo wordt het geen deel van leven. En mij is het wertvol dat ik op dit komen deed, God zien me met gedanken am op te heven, am hoog te heven. En zowel van Psalm 63 vers 2 bij 7 lezen. Gott, du bist mein Gott, früher wache ich zu dir. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Fleisch verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Land, da kein Wasser ist. Da selbst sehe ich nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne schauen deine Macht und Ehre. Denn deine Güte ist besser denn Leben, meine Lippen preisen dich.
Da selbst wollte ich dich gerne loben, mein Leben lang, und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das wäre meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben sollte. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich erwache, so rede ich von dir. Lieber Tohira, dit is wat we kennen. Dit is wat we kennen, dit is wat ons leven geven deed. En hoe kom ik op dit? Dat gaan we vielleicht later nog maar betrachten, wanneer we een Ehestand denken. En wo dat zich zoveel zo likken deed. Met de gemeenschap wat we met ons heiland kunnen hebben. Wanneer we aan een gelijkheid Ehestand denken. Dat maakt ons denken, wo doe ik mijn Herrn? Wo doe ik aan betrachten? En daar zijn dingen nood te denken, wo we bloos kunnen zetten en aan ons bewonderen haar, wo best onze gnedig. We hebben ons leider gezongen. Van, wo komt dat ik de genoot Gottes? Wo komt dat hij bij mij gekomen is? In den weg gaan we aan bewonderen. Haar, wo best is go to me? Wo hast du dit zo vriendelijk en wo hast du Jan zo goed geplant? En even dat zo schijnt, wie worden aan een wel in voor. Maar wo hij doch nog waar aan waar durchfunken, wie komen het lekkelijk durch? Oder we hebben ervaringen gemaakt aan den tool, wat we niet verkehrt worden willen. Die zijn ons wertvoll. Wenn aan den tool, dat vielmaal die steht, wo de haar ons dicht bijkomt, oder wie dicht aan arm gaan, en wie laten ons van arm leiden. So, das Thema ist vandaag, ich möchte Gott gefallen. En wat hebben we voor Bilder? Want we denken aan dat een persoon wat dort komt, dat hij de nächsten gevallen mocht. Wo kan ik zijn omdat ik de nächsten gevallen word? Een arbeider, die vangt nu te schaffen van wirt in de arbeider, en ik denk positief hier nu met de arbeider, en de arbeider die denkt, wo word ik den wirt te je volle leven? Wo word ik den wirt kunnen dat zijn wat hij van mij verlangt? En zo de arbeider die vangt den wirt aan te betrachten en te horen en den kennen te leren, dat wanneer die wat zegt, oder wanneer die wat niet zegt, wo kan ik dat doen, dat die toch wat tevreden zijn met mij? Schmakke beelden. En ik heb ervaringen gehad van arbeider, wat het zo raar einem hingeran oder einem versucht, eine Help zu sein. Wo kann ich Gott gefallen? Ich muss Gott gefallen. Und dann haben wir Schuldkinder. Die Schuld, die fängt bald wieder an. Und da ist vielleicht eine fremde Lehrersche und vielleicht auch nicht eine fremde Lehrersche. Aber hey, die Lehrersche, die erklärt so, ich würde legen, wenn wir alle Kinder können so doen, dat die Lehrersche wordt schaftig zijn en dat die wordt alle dag vriendelijk zijn. So, wie fangen die Lehrersche an te betrachten in wo we zijn dat we die Lehrer en die Lehrersche, dat we die worden kennen, werkelijk, plus, ja, dat zijn dat ons dat alles schenkt en schuld. En respect, wie namen dat een respect? Wie respecten de aanleiding. En dat is wat we te God in overbruggen. En Sprüche 1, vers 7, daar vingen we den vers, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, de gedanke den weg. En dat is wat we bruggen. Lieber Tohira, we zijn manchmal, we komen im Schwung met ons ene weg gaan en we gaan God een beetje te stichten en geloven, wie weet nu al beter als hij? Wie weet dat zal nu al maar regenen? Oder dat zal het nu al maar schijnen gaan? Oder verschiedene dingen hebben. Wat ik zal nu al kunnen beter het voort gaan. En alles zijn so verschiedene. Wie zoals van we niet ganz dort hebben wat ons wel jankert, ja. Wie zijn niet ganz tevreden. So wie wordt God gleich om dit voorop te gaan. Maar nee, we zijn schuldig God te respecten. So wie
Wir haben Angst, was recht zu tun zu Gott. Wen hij is de leider. We hadden in de zinnerschule nog wat gehad. Interessant, wo Gott leidet het. Even du en ik manchmal geloven, wie weet dan soll zelfs, oder wie würde gerne Gott mal mit verzeihen. Aber nee. Gott weet zich met ons, want wie nu worden denken, ik word maken. Aber wir wollen nicht glücklich durchkommen, wenn wir ihm nicht die Leitung geben. Und weil wir am respektieren. Das ist uns gleich. Und damit ja wir am Schaf nicht machen. So, ich möchte Gott gefallen. Zweiter Punkt. Gottes Willen suchen, auf ihn warten. Römer 14, wenn wir uns so was falsch lesen. Gottes Willen suchen. Oh, misschien dat een zo'n wertvolle gedanke te zijn. Gottes willen zoeken. En dan denk ik ook wel aan ons mensen om zich. Oder krijg wanneer we denken aan wat we ons om zich respecten. En wanneer we Gottes willen zoeken, zaten we ons dan bloos boven stil doelen. En hebben met onze ene ding te beschaffen. En hoor je vielleicht nog een beetje zo, nou God, wanneer was je roepen? Ja, wanneer je eenmaal roepen, dan wil ik opstonden en ranen. Gewoon en helpen. Oder zijn we uit naar zijn welle zeker, zoals we eerst al hadden van wanneer een arbeider zijn wirt betrachtet heeft, in hij is allebei rijdt om helpen. Oder wanneer we denken aan baseball spelen en we zijn hingen am game en we staan al ganz breitbeintje, al met am doel, en we worden gaan batten. We zeker dat vinger, dat catcher, dat hulp te krijgen wat er wat komen. Römer 14, Vers 16. Darum schaffet, dass euer Schatz nicht verlästert werde. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Ja, wie seht ihr Gott sein Wille? Wie luren ab am? Wie ons Leben dort handelt sich nur dass wir worden mit Gott im Frieden leben. Ich möchte Gott gefallen. Dort braucht dass wir lebendig sind, dass wir uns beschaffen mit die Dinge, wo Gott so wundervoll ist und so die Dinge so weise leidet hat. Even wie manchmal gar alles verstehen. Aber danach, wie glauben haben, wie trachten danach, am zu gefallen. Nog eens wat we doen, wat we te doen had om God gevallen is, wat we vinden in Matthäus 16. Dat is wanneer we ons dat schritt abnemen, we zullen ons zelfs verliezen. En dat wordt verliezen, dat heeft zich ons manchmal, glaube ich, een beetje schwierig. Wen lehen, hey, dan knippen we meest aan, wanneer dat woord lehen hier. En God sei Dank. Weil wir niemand gleichzeitig zijn über dort, weil wir uns zeggen dort, sei was wat je verliert houden. Want irgendwer sagt, ja, hast mich verlogen, oder du hast mich verlogen. No, van lehen, daar willen we vrij blijven. Weil wir door immer vrij blijven, weil wir niemals lehen. Aber hier sagt es, Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen? So, als du irgendwer, wer Gott gefallen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. So, das Wort verleugne sich selbst meint, du sagst den einer Welle auf, du sagst zu den einer Welle, den einer Janker, dem sagst du nee, dat du wirst Jesus in Welle erkennen. Du nimmst den Kreuz, dat is een Kreuz. Want ik een Welle heb, ik kan een sterke Welle, en God sei Dank dat we een Welle hebben. Dat is niet wat we zeggen, dat du moet die Welle ganz doorleiden. Wat du moet doen is, du moet die Welle afgeven en God zijn hang. God, doe du nu met mijn Welle wat du was, ik zie afgeven. Ik doe mijn Welle nummer 2, kunnen we dat vielleicht halen. Ik doe hem te zien en ik draag nu God zijn Welle. Ik mag God gevallen. So, wir nehmen das Kreuz ab ans Kreuz, das sagt hier, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.
So dat is voor ons een kriets, want het geen ons wel gaat. Maar dat is wat we te doen hebben, om God te volgen. En God zij dank, veel meer dan hebben krijgt dat wil, wat hij ook wil. En we kunnen gaan met dat wat we willen. En hij is met zijn zin op, erbij. So, we kommen nur, ich möchte Gott gefallen, dann kommen nur eine glückliche Ehe, ist ein wunderschönes Bild, wie Gott es gefällt mit uns. Gott hat seine Ordnungen, und so wollen wir das Buch nehmen, ab Seite 16, Nummer 17. Wie, als deiner heute in der Meeting und so, uns Lehrer, hij wil, dat wir uns das wirklich würden, nehmen, dass wir die Timers noch würden alle verhandeln, und wir können uns was wählen, wenn Timer wir wollen, und ich dachte so, Ehestand, dort ja kann mich, und nu dat ich mir da näher studiert und so wieder, mir ging so, naja, wollte die Kerne vollständig genug bringen, aber mir wird voll, mir erst das wird voll. Te denken an ein positives, reichtes Eheleben. En zowel we hier mal wat lezen, wie hier die eerste schrift steht, haben Nehemia 13. En wat zegt Nehemia 13? Wat heeft hij ons dort te zeggen? Irgendwas van Ehestand. In hier Nehemia 13, vers 23 bis 26. So, we zijn hier. Hier wird something wat God niet gevallen deed. Van wat de Ehestand wat hier wird, dat wird nicht, was er am gefallen deed. Und das sagt, ich sah auch zu der Zeit Juden, die Weiber genommen hatten von Asdod, Ammon und Moab. Und ihre Kinder redeten die Hälfte Asdodisch und konnten nicht Jüdisch reden, sondern nach der Sprache eines jeglichen Volks. Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug etliche Männer und raufte sie und nahm einen Eid von ihnen bei Gott. Ihr sollt eure Töchter nicht geben ihren Söhnen, noch ihre Töchter nehmen euren Söhnen oder euch selbst. Hat nicht Salomo, der König Israels, daran gesündigt? Und war doch in vielen Heiden kein König ihm gleich. Und er war seinem Gott lieb. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Dennoch machten ihn die ausländischen Weiber sündigen. Wir kennen von da sagen, die Welt. Die weltliche Menschen, das Volk Israel, das hat sich mit den weltlichen Menschen befreit. Und da hat Gott ein Gräuel gegeben. Das ist nichts, was Gott will. Dort in Gläubiger, men Ungläubiger sich befreien. Amos 3, Vers 3, das sagt da, mögen noch zwei miteinander wandeln, sie seien dann eins untereinander. Sie seien dann eins untereinander. Das ist wichtig, dass wir auch eines Sinnes sind, wenn wir aus dem Ehestand, lecker den Ehestand. Markus 10. Markus 10, Vers 2 bis 12. Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihm, ob ein Mann sich scheiden möge von seinem Weibe, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Ja. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, um eures Herzens Härtigkeit willen, hat er euch solches Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Kreatur hat sie Gott geschaffen, einen Mann und ein Weib. Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und wird seinem Weib anhangen, und werden die zwei ein Fleisch sein. So sind sie nur nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was denn Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger darum, und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seinem Weibe und freit eine andere, der bricht die Ehe an ihr. Und so sich ein Weib scheidet von ihrem Manne und freit einen anderen, die bricht ihre Ehe.
Ja, die Jünger, die sind scheinbar noch wieder fragend oder sie wundern, was krijgt mit seinen eigen dann passiert. Oder? In Jesus, der hat wieder Erklärung gegeben. So wie zijn dort, Gott zijn Welle als dort, wanneer hij hem taub gebracht hat, dat het niet wordt uit een eigen gebracht. Niet wordt een man oder een vrouw dat ze een eigen gaan en bevrijen zich met zeswem. Zolang als de eerste eigen partner nog leeft. So Gott hat seine Ordnungen hier an. So, weil wir dit leven. Ik vreem me voor deze vers. En wanneer Satan komt en hij einem aantast en hij vielleicht würde sagen, dit schafft nicht länger, dann können wir uns mit seiner Würde steht trösten. Und du essen wir. Gott hat dort den wir geplant, dass wir taub sind, und du essen wir taub wieder, und Gott sei Dank, hij sehnt. Hij hat zijn Rekker sehen ab uns, wenn wir zijn Weg gehen, am willgefällig sind. 1. Korinther 7, weil wir uns die Vers auch lesen. Eerste Korinther 7, vers 1 tot 11. Wovon ihr aber mir geschrieben habt, darauf antworte ich, es ist dem Menschen gut, dass kein Weib berühre. Oh, was sagen wir hier nu? Paulus en ik, da wir rein denken. Wir lesen wieder. Aber der Hurerei willen habe ein jeglicher sein eigen Weib, und eine jegliche habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet dem Weibe die schuldige Freundschaft, desgleichen das Weib dem Manne. Das Weib ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern der Mann. Desgleichen der Mann ist seines Leibes nicht mächtig, sondern das Weib. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn aus bei der Bewilligung eine Zeit lang, dass ihr zum Fasten und Beten Muße habt. Und kommt wiederum zusammen, auf dass euch der Satan nicht versuche, eurer Unkeuschheit willen. Solche sage ich aber aus Vergunst und nicht aus Gebot. Ich wollte aber lieber alle Menschen wären, wie ich bin, aber ein jeglicher hat seine eigene Gabe von Gott, einer so, der andere so. Ich sage zwar den Ledigen und Witwen, es ist ihnen gut, wenn sie auch bleiben wie ich. So sie aber sich nicht mögen enthalten, so lass sie freien. Es ist besser freien, denn Brunst leiden. Den Ehelichen aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass das Weib sich nicht scheide von dem Manne. So sie sich aber scheidet, dass sie ohne Ehe bleibe oder sich mit dem Manne versöhne, und dass der Mann das Weib nicht von sich lasse. Zijn hier waar Gott seine Wege, wo wir können glücklich sein. Und wenn Paulus hier, den wir geredet hat, das beter wie zijn zus hij, wer nicht befriedigt ist, dat die Leben nicht befriedigt. Weil das sind, für mich sind das wir, dort ein Teken ist, Gott hat an die in Gefallen, wenn die auch nicht befriedigt ist. Das ist nicht ein Ding, was du machst. Die sieht, hat er auch erwähnt, und weil wir dort auch den Weg glauben, dass Gott hat in Gefallen an die, wenn du nicht befriedigt bist. Und über die wir befriedigt sind, wir haben eine Abgabe. Wir haben eine Abgabe an uns Partner. Zeit zu nehmen für dem sie den Neuten auch uitvallen. Auch Vers 39 werden wir uns noch lesen. Ein Weib ist gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. So aber ihr Mann entschläft, ist sie frei, zu heiraten, wen sie will. Nur, dass es in dem Herrn geschehe. Ja, solange es der Partner lebt, dann ist sie nicht frei, sich zu befreien. Weil es der Partner war, ist sie gestorben, dann ist der andere Partner war frei, sich zu befreien. Plus, dass es dem Herrn passiert. Weil wir die Dinge für den Herrn tun, ja, dass er sein Sehen kann, völlig ab uns geben. Wir lesen uns noch 2. Korinther 6, Vers 14.
Sie hat nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für die Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir sehen, dass es wichtig, dort ein Paar gläubig ist, ein Couple gläubig ist, wenn sie sich wel für ihr Leben versprechen, einmal top zu sein. Dat zijn wichtige dingen. Junge Couples denken, ze willen zich bevrijden voor levenstijd. En wer weet wat voor hen is. En aber, wenn wir denken, und dort noch mit Spielen, dort ein Ungläubiger, mit einem Gläubiger sich befreit, das ist nicht Gott sein Wille. Das ist nicht Gott sein Wille. Und dort glaube ich, wir so weit auch ein langen eng verstehen. Dort ist auch von Anfang an wat schwaket, so dat is niet wat God wil. God wil wat sterket. En hij wil dat ook sterk zijn, wieder. Gelijkelijke Ehestand. We zijn vandaag vrouw dat we daar een gelijkelijke eigen hebben. Maar zijn we alle gelijkelijk als het een ding wat automatisch oder een weg gelijkelijk is? Nee, dat is niet. We zijn benötigt, dat we waker zijn en dat we leren. Hoortje, ik möchte Gott gefallen. En om God te gefallen, wat kan ik doen? Wat kan ik doen dat ik een gelijkelijke eigen kan hebben? Ga ik de weg wat ik gaan zal? Zie ik zo te mijn partner als God het van mij verlangen wordt? Dat hij zijn rekker zijn kan op mij geven. Philippa 2, Vers 4 fingen wir die Wort, und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. In den Vers passt mir auch sehr bei. Wie brücken als Lied, als eigen Lied, Mann und Frau, wie brücken dat ik naar mijn vrouw hoor en ik check nu wat is voor haar nutzen. Wat is zij benötigt. So ik maak de nächsten glücklich. Ik maak mijn vrouw glücklich, indem dat ik me tijd neem voor haar en zo is het ook, want zij zich voor mij tijd neemt, wie kan glücklich zijn. Ik ga hier een beschrijving van een paar lied, wat mij zeer beïndrukken deed. En ik dacht, ik wil dat ook hier lezen. En we willen door alles uitschapen, wat er bijna is voor ons. En dit is een master van een gelijkelijke eigen. En wat ik hier bijna zijn doe, wanneer du en ik ons maar eenmaal zijn, hey, dit hebben we bij ons niet zo gelijkelijk. Ik lees dit niet dort om die verdomen, sondern veel meer als ik het lezen deed en daar bijna studeren deed, dan denk ik me zo, dit is, ik moet nog een dingen nog me verbeteren. En dat is weertvol. Waar we dat doen, dat wordt gelijk als er bijna, wanneer we ons laten beleren in Gottes woord gehoorzaam zijn. Nog een zeer smakend beeld, en dit mag me, dit is mijn verlangen dat we dat kunnen, den we ook nog checken, dat een gelijkelijk eigen leven, wo zich dat ähnelt met een gelijkelijk verhältnis met ons himmlische Vader. En zoals ik eerst al van reden deed, dat, nou ja, en ik geloof, we checken vielleicht meermaal de naam aan zijn vrouws. Ik wonder maar, hoe we dat kan uitspreken. Ik had geen vrouws, ik had een vrouw. So, hoe zeg ik dat nu? Mannen, denk aan je vrouw, maar die vrouw heeft dat aanzicht dat zij zich er man bewundert. Wo schmeckt en zit, wo fijn is, wo die dingen zo raar deed en verschiedene. Ze heeft een vrede om te denken. En zijn we mannen dan nu uitgestald uit dat wo we te God zijn? Oder haben wir Mannen aber immer in dieser Hinsicht eine scheine Abgabe, ans Gott und Eva so zu bewundern, als meine Frau sich
mich bewundert, wo ich die Dinge so reich tun kann. Ik geloof, Gott hat uns Menschen gemacht, dass wir seine Partner sind. Dat Vieh en Tiere, die kunnen niet te reden. En wie kunnen te reden? Wie sind zijn Partner. En so wat van Partner zie ik te God? Muster-Ehe. Zuweilen haben wir Muster-Ehen kennengelernt, die wie auf reiner Liebe gegründet und durch gegenseitige Achtung befestigt worden waren. Da handelt der Mann als das zärtliche Haupt und das Weib ist die rechte Gefährtin und so stellen beide dar, was unsere Verbindung mit dem Herrn sein sollte. Sie freut sich ihres Mannes, seiner Person, seines Charakters, seiner Liebe. Er ist ihr alles in allem. Ihres Herzens Liebe gehört ihm und ihm allein. Sie findet ihre süßeste Befriedigung und ihren Trost in seiner Gemeinschaft, in seiner Zärtlichkeit und Innigkeit. Er ist ihre kleine Welt, ihr Paradies, ihr auserwählter Schatz. Ihm zu gefallen möchte sie gern ihr eigenes Vergnügen dran geben und dasselbe doppelt in seiner Befriedigung finden. Die Freude checkt, ist der Mann tevreden. Dat is eine doppelte Freude. Want die Antwort, der Mann ist tevreden. Sie freut sich, ihre eigene Persönlichkeit in der Seinen aufgehen zu sehen. Sie sucht keinen eigenen Namen, sie reflektiert seine Ehre und freut sich derselben. Sie möchte seinen Namen mit ihrem letzten Atemzug schützen und er ist sich dessen bewusst, dass sie für ihn eintritt, wo sie nur kann. Der häusliche Kreis ist ihr Königreich. Da Glückseligkeit und Annehmlichkeit zu schaffen, ist ihre Lebensaufgabe und sein dankbares Lächeln ist der ganze Lohn, den sie sucht. Ich möchte Gott gefallen. Kijkt hij vriend niet naar mij? Dat is mijn ganze Lohn. So jetzt ze früh dort. Want de man afkomt, dat de man met een dankbares Lächeln bedankt. Dat is ihr ganzer Lohn. Selbst bei der Wahl ihrer Kleider denkt sie an ihn. Sie sucht seinen Geschmack zu erfahren und sie hält nichts für schön, das in seinen Augen hässlich ist. Eine Träne in seinem Auge, die sich durch irgendwelche Unfreundlichkeit ihrerseits zeigt, würde ihr Qual bereiten. Sie fragt nicht danach, ob ihr Verhalten etwa einem Fremden gefallen dürfte oder wie jemand über sie urteilt. Sie ist glücklich, wenn ihr Geliebter mit ihr zufrieden ist. Er hat viele Ziele im Leben, deren etliche sie nicht ganz versteht. Aber sie glaubt sie und alles, was sie tun kann, um dieselbe zu fördern, tut sie mit Vergnügen. Er erweist ihr Liebe und sie ihm. Ihr Lebensziel ist ein gemeinsames. Es gibt Punkte, wo beide Sehnen sich eng verknüpft, dass niemand sagen könnte, wo der eine beginnt und die andere aufhört. Zu sehen, wie ihre Kinder gesund und kräftig aufwachsen, nützliche und ehrenvolle Stellungen einnehmen, ist ihr gemeinsames Interesse. In diesen und anderen Dingen sind beide völlig eins. Ihre Wünsche vereinigen sich. Ihre Herzen sind unteilbar. Nach und nach kommen sie dahin, die gleichen Gedanken zu hegen. Intime Verbindung schafft Gleichförmigkeit. Wir haben das so vollkommen ausgeprägt gesehen, dass in einem und demselben Augenblick
die gleichen Worte von ihren Lippen gefallen sind. Glückliches Weib und glücklicher Mann. Wenn der Himmel irgendwo auf Erden zu finden ist, sie haben ihn. Endlich werden beide so miteinander verknüpft, dass ihr Alter eine liebliche Anhänglichkeit zueinander, eine gemeinsame Sympathie ist. Es besteht eine so glückliche Verbindung des Willens, der Empfindung, der Gedanken und der Herzen zwischen ihnen, dass die beiden Ströme ihres Lebens nur einen Strom bilden, bis ihre gemeinsame Freude in dem Ozean der ewigen Glücklichkeit fortgesetzt werden kann. Wertvoll. Und wir können vielleicht sagen, sehr 100% gutes Polit, was sie betrachtet haben, abgeschrieben wurde dort haben. Aber mir scheint es nur so ein sehr gelecktes Leben zu sein, für uns als Ehelied, diesen weiter zu betrachten. Was kann ich für meinen Partner sein? In zweitens auch die Friede, was wir unseren himmlischen Vater können sein. In dem dort, wo kann ich am gefallen? So ein schmackes Bild. Weil wir dort tun, weil wir unseren himmlischen Vater zum Gefallen leben. Dat is het eerste Ziel, en weil wir dort die Frieden und das Leck genießen, was der Herr uns hier das Edel geben wird, als ein leckert eigen Leben. Wo ist deine Gemeinschaft mit dem Herrn? Wo ist deine Gemeinschaft mit deinem eigenen Partner? Erfreust du dich? Freust du dich für deinen eigenen Partner, oder? Ich glaube, diese Gemeinschaft kann vielmal ziemlich übereingehen. Wenn du mit Gott wirklich eine gute Gemeinschaft stehst, das kann dir helfen, dass du mit deinem Partner eine gute Gemeinschaft stehst. Kannst du dein Leben ganz geben, deine Ehe, dein Name? Dus we dat lezen dort, die Freude weer niets om te doen dat noemen zullen naar hij gebracht worden, sondern ze wil man noemen naar hij brengen. Am noemen weer dat niet wichtig. Keine du en ik vandaag. Zij wie waarlijk ons noemen, ganz te zien te leiden en God alleen de noemen te geven. Ja, mocht de Heer dat woord zien, mocht hij ons moed maken, meer en meer aangefällig te zijn. Wie kann ich dir gefallen? Wie kann ich Gott gefallen?